Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim und ich sitze hier wieder mit Julia. Wir trinken Kaffee, na klar, und reden heute über ein Thema, das echt nervt, aber wichtig ist. Es geht um Arzttermine absagen oder verschieben. Hi zusammen. Ja, das Thema trifft jeden Mal, oder? Man wird krank, hat Arbeit, ein Kind ist plötzlich krank oder der Zug fällt aus. Und dann muss man den Termin absagen, und man weiß nicht so genau, wie man das richtig macht. Genau. Und viele fragen sich, wie früh muss ich absagen? Muss ich anrufen oder reicht eine E-Mail? Und was ist mit Gebühren, also Geld, das man zahlen muss, wenn man zu spät absagt? Vielleicht erstmal Wörter ganz kurz. Absagen heißt, ich komme nicht. Verschieben heißt, ich komme, aber an einem anderen Tag. Und Praxis ist das Büro vom Arzt, die Arztpraxis. Sehr gut erklärt. Und es gibt manchmal eine Ausfallgebühr. Das ist Geld, das man zahlen muss, wenn man zu spät absagt oder gar nicht kommt. Viele Praxen sagen, man soll 24 oder 80 Stunden vorher absagen. Ja, und das ist manchmal hart. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, die war echt krass. Die Praxis hat den Termin die ganze Zeit bestätigt, also sie haben mehrfach gefragt, kommen Sie? Und die Person hat immer Ja gesagt. Und dann, eine Stunde vorher, hat die Praxis selbst abgesagt. Was? Eine Stunde vorher? Boah, das ist echt mies. Und dann hat man ja schon alles geplant, vielleicht freigenommen, oder man braucht ein Rezept. Genau. In der Geschichte brauchte die Person ein Rezept und bekam es erst nicht, weil sie den Arzt zu lange nicht gesehen hatte. Das heißt, der letzte Besuch war zu lange her. Erst nach einem Anruf haben sie dann doch das Rezept geschickt. Das zeigt echt, man muss nachhaken. Also wenn die Praxis absagt, nicht einfach still sein. Sofort anrufen und sagen, ich brauche das Rezept trotzdem, Sie haben ja abgesagt. Freundlich, aber klar. Voll. Und noch eine Geschichte, jemand wollte verschieben, weil es Arbeit gab, also ein Termin auf der Arbeit. Die Praxis hat gedroht mit einer Gebühr, wenn man weniger als 88 Stunden vorher verschiebt. $150, also echt viel Geld. Die Person ist dann doch hingegangen und, rate mal, der Arzt hat 20 Minuten vorher selbst abgesagt. Ey, das ist doch unfair. Also Patienten zahlen, wenn sie spät absagen, aber wenn der Arzt zu spät ist oder absagt, passiert oft nix. Das fühlt sich nicht gut an. Da sollte es klare Regeln für beide Seiten geben. Ja, viele Leute sagen, es gibt da so einen doppelten Standard. Patienten müssen pünktlich sein und Ärzte dürfen sich viel Zeit lassen. Klar, Notfälle passieren, das verstehe ich auch. Aber Kommunikation ist wichtig. Ich hatte auch mal Stress. Ich habe einen Termin verschoben, weil mein Chef plötzlich ein Meeting gelegt hat. Ich habe angerufen, aber es waren nur noch 24 Stunden bis zum Termin. Die Arzthelferin meinte sofort, das kostet eine Ausfallgebühr. Ich war total nervös. Oh nein. Und wie ist es ausgegangen? Hast du gezahlt? Zum Glück nicht. Ich habe ruhig erklärt, warum ich verschieben muss und gefragt, ob es eine Warteliste gibt. Also eine Liste, wenn jemand absagt, rutscht man rein. Sie hat mich eingetragen und die Gebühr dann erlassen. Puh, Sehr guter Tipp mit der Warteliste. Das mögen Praxen auch, weil dann der Platz nicht leer bleibt. Und oft kriegt man dann schneller einen neuen Termin. total. Und noch ein Wort, das man manchmal hört, No-Show. Viele sagen dazu auf Deutsch einfach nicht erschienen. Wenn die Praxis dich so markiert, kann das Ärger geben. Darum immer um eine Bestätigung bitten, wenn die Praxis absagt. Ja, ich kenne noch einen Fall, der Arzt konnte nicht kommen. Reisechaos, Züge fielen aus. Der Termin wurde von der Praxis abgesagt. Später bekam die Patientin trotzdem eine Warnung, sie sind nicht erschienen. Was? Das war doch gar nicht ihre Schuld. In so einem Fall sofort anrufen, Namen notieren und um eine E-Mail bitten, also eine schriftliche Bestätigung. Schreib dir auf, mit wem hast du gesprochen, wann, was wurde gesagt. Das hilft, wenn später doch eine Rechnung kommt. Genau. Dokumentieren klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein Screenshot von der SEMES, ein kurzer Notizzettel mit Datum und Uhrzeit, fertig. So hast du Beweise, falls es Streit gibt. Okay, lass uns mal praktisch werden. Was sagt man am Telefon, wenn man absagen muss? Ich würde so starten, hallo, hier ist Tim Müller. Ich habe morgen um 10 Uhr einen Termin bei Frau Dr. X. Ich muss den Termin leider absagen, weil ich Fieber habe. Gibt es einen neuen Termin nächste Woche? Klingt gut. Und wenn man nur verschieben will, kann man sagen, ich muss den Termin verschieben, weil ich arbeiten muss. Haben Sie vielleicht einen freien Termin am Donnerstag oder Freitag? Höflich, klar und mit einer Frage am Ende. Das hilft oft. Und ganz wichtig, früh melden. Sobald du weißt, dass du nicht kommen kannst, ruf an. Nicht warten bis abends. Viele Praxen haben morgens mehr Kontrolle über den Plan, da ist Verschieben einfacher. Stimmt, manche Praxen erlauben auch E-Mail oder ein Online-Portal. Da kann man schnell klicken, Termin absagen. Wenn du das machst, mach am besten einen Screenshot. So kannst du zeigen, schau, ich habe rechtzeitig abgesagt.
Noch ein Tipp, frag nach den Regeln, also der Praxispolicy, ganz am Anfang. Wie ist das mit Ausfallgebühren? Bis wann muss ich absagen? Dann weißt du's und es gibt später keinen Schock. Und wenn die Praxis sehr streng ist, sag freundlich: Ich verstehe die Regel. Heute ist es aber ein Notfall. Können wir eine Ausnahme machen? Viele Helferinnen sind nett, wenn man höflich bleibt. Ein Lächeln hört man auch am Telefon. Echt? Aha, ja, man hört das. Und wenn die Praxis absagt, frag aktiv, können Sie mir das kurz per E-Mail bestätigen? Oder können Sie mir ein Rezept schicken bis zum neuen Termin? Ich brauche das Medikament. Das ist fair, wenn die Absage nicht von dir kommt. Apropos Rezept, man kann auch sagen: Ich brauche ein Übergangsrezept. Das ist wie ein Rezept für eine kurze Zeit, bis man den neuen Termin hat. Nicht jede Praxis macht das, aber Fragen kostet nichts. Guter Punkt. Und manchmal gibt es eine Videosprechstunde, also ein Termin per Video, wenn das Thema passt. Einfach fragen. Ja, das ist super, besonders bei einfachen Sachen: Ergebnisse besprechen, Überweisungen, Rezepte. Klar, nicht bei allem, aber oft ist es eine gute Brücke, wenn etwas schief geht. Noch ein Ding zur Fairness. Viele Leute sagen, Patienten müssen pünktlich sein, aber Ärzte kommen 30 Minuten oder eine Stunde später. Das stresst. Ich finde, man darf dann freundlich nachfragen, wie lange dauert es noch? Und wenn es zu lang wird, um einen neuen Termin bitten, ohne Angst. Ja, man kann sagen: Ich muss leider gehen, ich habe einen anderen Termin. Können wir bitte neu planen ohne Gebühr? Ich bin ja hier gewesen, das ist total okay. Man muss nicht still leiden. Was machst du persönlich, Julia, damit du nicht vergisst, rechtzeitig abzusagen? Ich stelle mir 2 Erinnerungen ins Handy, eine Woche vorher und einen Tag vorher, und ich speichere die Nummer der Praxis. Wenn was dazwischen kommt, rufe ich sofort an, das nimmt mir Stress. Ich mache fast dasselbe. Und ich schreibe nach dem Telefonat kurz eine Notiz. Heute 9,15 mit Frau Meier telefoniert, Termin verschoben auf 12.003. Das sind 10 Sekunden, aber später ist das Gold wert. Voll. Noch ein Mini-Dialog für euch. Wenn die Praxis anruft und absagt, könnt ihr sagen: Danke für die Info. Können Sie mir das bitte per E-Mail bestätigen? Und haben Sie vielleicht einen früheren Ersatztermin? Ich habe Schmerzen und brauche Hilfe. Kurz, klar, freundlich. Und wenn Sie sagen, es gibt erst in 4 Wochen etwas, dann frag nach der Warteliste oder nach einer anderen Ärztin in der gleichen Praxis. Manchmal geht es bei Kolleginnen schneller. Guter Hack. Und wenn eine Gebühr kommt, obwohl die Praxis abgesagt hat, sag ruhig: Das war nicht meine Absage. Bitte prüfen Sie das. Ich habe die SMS hier. Kein Streit, nur Fakten. Was sagst du zu Bestätigungs-MS? Die, wo man Ja klicken muss? Ich antworte immer sofort. Einfach ja, tippen, fertig. So kann die Praxis planen. Und wenn es Probleme gibt, rufe ich zusätzlich an. Doppelt hält besser. Manchmal schicken Praxen sehr viele Nachrichten, das nervt. Aber na ja, lieber zu viel Info als zu wenig. Immerhin erinnern sie uns und wir wissen, der Termin steht noch. Genau. Und falls ihr Deutsch lernt und unsicher seid, könnt ihr Sätze vorher aufschreiben. Zum Beispiel: Hallo, ich muss den Termin morgen leider absagen, weil ich Fieber habe. Können wir einen neuen Termin finden? Das hilft, wenn man nervös ist. Oder man bittet eine Freundin, kurz mitzuhören beim Anruf. Danach fühlt es sich leichter an und hey, Fehler sind okay. Wichtig ist, dass die Praxis die Info bekommt. Letzter Tipp von mir: Wenn ihr sehr knapp dran seid, also kurz vor dem Termin, ruft direkt an. E-Mail kann zu langsam sein. Am Telefon kann man sofort eine Lösung finden. Und wenn euch doch eine Rechnung erreicht, obwohl ihr abgesagt habt, atmen, ruhig bleiben, anrufen, erklären, Nachweise schicken. In vielen Fällen wird das dann storniert. So, ich glaube, wir haben heute viele echte Dinge geteilt. Geschichten, die zeigen, man ist nicht allein. Und viele praktische Sätze und Tricks. Ja, Leute, sagt früh ab, fragt nach der Warteliste und holt euch Bestätigungen. Dann klappt das meistens und ihr spart Nerven und Geld. Wenn euch das geholfen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Sätze nutzt ihr beim Absagen? Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und wenn ihr doch mal absagen müsst, ruhig bleiben, klar sprechen, freundlich sein. Bis zum nächsten Mal.